Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen vegetarischen Rezeptvideo von mir. Dieses Rezept ist meinem Sohn gewidmet, der sich nicht Low Carb ernährt, der allerdings gerne versuchen möchte, laktosefrei zu leben. Zumindest möchte er ausprobieren, ob seine leichten Verdauungsbeschwerden ohne die Laktose besser werden. Und deshalb habe ich hier zwei verschiedene Kartoffel-Brokkoli-Aufläufe hergestellt. Beide zwar mit Parmesankäse, weil dieser nur 0 bis 0,5 Gramm Laktose pro 100 Gramm Käse enthält. Beide dafür ohne Sahne, stattdessen eben mit Hafersahne. Einer der beiden mit Emmentaler Käse, weil auch dieser nur 0 bis 0,5 Gramm Laktose enthält, und der andere mit einem selbstgemachten laktosefreien Käse. Wir fangen damit an, Bio-Brokkoli und Bio-Kartoffeln hier in kleine Stückchen geschnitten in einen Topf zu geben. Dazu kommt jetzt diese Flasche Hafersahne hinzu, die natürlich von Bio-Qualität ist und die jetzt anstelle der normalen Sahne da hinzukommt. Das sind etwa 330 Milliliter. Die Flasche spüle ich nochmal mit meinem dampfdestillierten Wasser aus und gebe das auch nochmal hinzu, damit nichts von der teuren Hafersahne verloren geht. Mein Video zum komplett käse- und milchfreien Brokkoli-Kartoffelauflauf, das werde ich euch hier oben gerne nochmal verlinken, denn darin hatte ich die Hafersahne selber hergestellt und die ist natürlich am allerleckersten. Und die Käsesoße hatte ich damals sehr einfach nur aus Mandelmus und Wasser hergestellt und es hat sehr, sehr lecker geschmeckt und sehr gut funktioniert damals. Als Gewürz geben wir hier jetzt 2 gehäufte Teelöffel Bio-Gemüsebrühe hinzu, einen kleinen Teelöffel Knoblauchpulver. Das war's schon, was die Gewürze betrifft. Alles wird gut vermischt und dann wird das Ganze zum Kochen gebracht. In dieser Zeit werden wir die 2 Auflaufformen mit Parmesankäse in Bio-Qualität und gefriergetrockneten Kräutern bestreuen, denn die werden später noch mit dem Auflauf vermischt und das gibt einen sehr leckeren Geschmack. In den Topf gebe ich noch ein wenig Kokosmilch, einfach damit das Ganze etwas sahniger wird. Und dann decken wir den Topf ab und lassen das Ganze auf kleiner Flamme 5 bis 10 Minuten köcheln. In dieser Zeit habe ich die laktosefreie Käsesoße hergestellt. Dazu habe ich mein selbstgemachtes Ghee in die Pfanne gegeben und entöltes Bio-Mandelmehl. Mein Video zum selbstgemachten Ghee kann ich euch hier oben gerne nochmal verlinken. Zu dieser Mandelmehl-Ghee-Mischung kommen dann folgende Gewürze hinzu: Bio-Senf, Knoblauchpulver, eine Messerspitze Kurkuma für die Farbe und Halid-Salz. Das ist ein sehr gesundes Natursalz. Die Zutaten werden miteinander verrührt und als nächstes kommt dann gesunde Nährhefe hinzu, die sorgt für den käsigen Geschmack dieser Soße. Sie ist auch sehr gesund, weil sie sehr viele B-Vitamine enthält und die Hefepilze sind darin inaktiviert. Die Flamme haben wir schon mal ausgestellt. Wir geben noch etwas dampfdestilliertes Wasser hinzu, bis eine cremige Paste entsteht. Und sobald wir diese erreicht haben, ist die Käsesoße eigentlich schon fertig. Man könnte sie noch abschmecken, aber ich habe dann noch etwas Mandelmus hinzugegeben. Und zwar etwa 2 Esslöffel davon und habe dann nochmal alles gut vermischt und gut verrührt, bis eine homogene Paste entstanden ist und damit ist die Käsesoße fertig. Brokkoli und Kartoffeln sind jetzt fast gar und kommen jetzt in diese 2 Auflaufformen, in die sie aufgeteilt werden. Und darin werden sie dann noch mit dem Parmesankäse und den gefriergetrockneten Kräutern gut vermischt. Und sobald das getan ist, kommt auf die erste Auflaufform dann normaler Emmentaler Käse in Bio-Qualität und die zweite Auflaufform wird mit meiner selbstgemachten Käsesoße bedeckt. Beide Auflaufformen kommen dann zusammen in den vorgeheizten Ofen auf Mittelstufe und werden bei 175 Grad Celsius Ober- und Unterhitze so lange gebacken, bis sie eine goldgelbe Farbe erlangt haben. Das ist der erste Auflauf mit dem Emmentaler Käse, so sieht der aus, auch schon richtig lecker, Mashallah. Und der zweite Auflauf mit dieser selbstgemachten Käsesoße sieht so aus. Es ist genauso lecker, der riecht auch richtig köstlich. Und der Grund, warum ich den einen jetzt mit Käse und den anderen ohne echten Käse gebacken habe, ist einfach der, weil ich schauen wollte, was meinem Sohn schmeckt. Denn es hätte ja sein können, dass ihm die selbstgemachte Käsesoße nicht schmeckt, aber tatsächlich haben ihm beide Aufläufe sehr gut geschmeckt, Mashallah. Und das soll bei ihm etwas heißen, da er normalerweise für solche Art Experimente nicht offen ist. Somit wissen wir jetzt zumindest, dass diese selbstgemachte Käsesoße sogar richtig lecker schmeckt und kaum von herkömmlichem Käse zu unterscheiden ist. Beide Aufläufe sind ihm sehr gut bekommen, woran man zumindest sehen kann, dass die minimale Menge an Laktose im Parmesankäse und im Emmentaler Käse für ihn jetzt keinen Unterschied gemacht haben. Wer aber stark laktoseintolerant ist und komplett auf jegliche Milch- und Käseprodukte verzichten möchte, dem möchte ich mein obiges Video, was ich schon verlinkt habe, auf jeden Fall ans Herz legen.
wo ich die Hafersahne selbst hergestellt hatte und die Käsesoße nur aus Mandelmus und Wasser hergestellt hatte und komplett auf jegliche Milchprodukte verzichtet hatte. Ja, wenn euch das Video gefallen haben sollte und für den einen oder anderen eventuell von Nutzen war, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und teilt dieses Video mit euren Freunden und Bekannten. Vergesst auch nicht, das Glockensymbol zu betätigen, damit ihr kein Video von mir verpasst. Liebste Grüße, Salam Aleikum, eure Mariam.